im Projekt ProCell for Patients, der ersten vollautomatisierten Produktionsanlage zur Herstellung von Zelltherapeutika, arbeitet die Optima Pharma zusammen mit der Universitätsklinik Heidelberg und mit dem Robert Bosch Health Campus. Normalerweise werden solche Produkte, die ATMPs, die Zell- und Gentherapien, mit einem hohen manuellen Aufwand hergestellt. Was die ProCell ermöglicht, weil alle Komponenten, die gebraucht werden, für solch einen Prozess implementiert wurden und automatisiert wurden, inklusive des Mikroskopes, haben wir einen viel effizienteren Workflow, konnten damit auch dramatisch die Zeit reduzieren und auch den Personalbedarf. Jeder Patient ist anders. Wir erreichen dadurch eine Standardisierung des gesamten Herstellungsprozesses. In der Maschine können wir arbeiten vom Blutprodukt bis zum Endprodukt. Und die Implementierung von dem gesamten Equipment, was gebraucht wird in eine Maschine, welches die Wege kurz macht, welches kompakt ist, unterscheidet uns wesentlich vom Wettbewerber. Das Zeiss-Mikroskop wird hier verwendet für die In-Prozess-Kontrollen und In-Prozess-Kontrollen helfen immer zur Standardisierung eines Prozesses. So war das für uns eine sehr große Herausforderung, ein Mikroskop zu finden, das sich implementieren lässt in einen Isolator. Und wir entschieden uns, es unter die Arbeitsfläche zu integrieren, um die Elektronik zu schützen. Normal ist es ja so, dass die Probe über das Mikroskop gesetzt wird und dann die Probe verfahren wird. Wir verfahren jetzt das ganze Mikroskop in alle Richtungen, haben einen Autofokus und können damit perfekte Bilder erstellen. In diesem Fall ist es jetzt zum Beispiel die Beurteilung der Zellkulturflasche. Hier wird die Morphologie der Zellen betrachtet und bewertet. Ein weiterer Punkt ist die kundenspezifische Software für die Zellzählung. Hier wird die Zellzählung durchgeführt, die Leben-Tod-Kontrolle der Zellen und es wird geprüft, ob es Zellbrüche gibt. Ich denke, wir haben hier auch zusammen mit Zeiss gelernt. Durch das Positionieren des Mikroskops außerhalb des Isolators waren viele Fragestellungen für beide Seiten neu. Man wurde von Experten begleitet und hat erst mal gesehen, was eigentlich alles möglich ist. Zukünftig können wir mit Zeiss neue Wege gehen und unseren Beitrag für die Krebsbekämpfung leisten.